Hallo meine Lieben, ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben Bärlauchzeit. Und deswegen machen wir heute Kässpätzle mit Bärlauchgeschmack. Ja, aber den Bärlauch, den verwenden wir zweimal. Zuerst in den Kässpätzle drin und nachher noch mit Sahne. Dann kommt der Bärlauch noch als Sahnemischung in die Kässpätzle hinein. Ihr werdet sehen, das sind nachher unschlagbar leckere Kässpätzle. Die habt ihr noch nie gegessen und ihr würdet nie wieder andere Kässpätzle essen wollen. Bärlauch ist ja nicht die einzige Zutat, sondern wir haben auch noch Zwiebeln dabei. Ein ganzes Netz voll roter Zwiebeln und diese Zwiebeln schneiden wir jetzt in Scheiben. So, wir haben ja vorhin den Bärlauch gewaschen und die Hälfte vom Bärlauch, die schneiden wir klein und geben sie in einen Pürierbehälter hinein. Und dieses Bärlauchpüree geben wir dann zum Spätzleteig hinzu. Und für den Spätzleteig, da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Wasser. Und dieses Wasser geben wir zum Bärlauch hinzu. Da püriert sich das Ganze ein bisschen einfacher. Aber wir machen noch weitere Vorbereitungen, indem wir jetzt Käse raspeln und dann nehmen wir so richtig viel Käse dazu und zwar verschiedene Sorten, zum Beispiel Ziegelkäse, Gouda und Emmentaler. Da raspeln wir so richtig viel von dem Käse in eine Schüssel hinein. Aber jetzt geht's an den Spätzleteig und für den geben wir 6 Eier in eine Schüssel. Sind dann die Eier in dieser Schüssel drin, geben wir noch Salz hinzu, weil wir wollen ja auch Geschmack haben, und das Bärlauchpüree. Weiter kommen noch 500 Gramm Mehl hinzu. Und schon können wir das Ganze durchkneten mit dem Knethaken vom Mixer. Wer möchte, kann natürlich das Ganze von Hand durchrühren, bis der Teig Blasen schlägt. So wird es auf traditioneller schwäbischer Art gemacht. Ja, und dann geht es an den Herd, indem wir zum Beispiel eine Pfanne mit Öl aufsetzen und einen Kochtopf voll mit Salzwasser. Ja, und in die Pfanne, da kommen natürlich die Zwiebeln hinein. Die werden wir richtig gut und scharf anbraten. Und in den Kochtopf, da schaben wir die Spätzle hinein. Die Zwiebeln, die würzen wir mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Und wer es ganz speziell haben möchte, kann natürlich noch Kräuter verwenden. Aber ich beschränke mich jetzt auf diese 3 Zutaten: Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Wie ihr euch daran erinnern könnt, haben wir ja noch die Hälfte vom Bärlauch übrig. Und diesen Bärlauch, den schneiden wir ebenfalls klein und geben den in den Pürierbehälter hinein. Im Gegensatz zu vorher geben wir einen Esslöffel von meinem selbstgemachten Brühpulver hinzu und etwas später noch Olivenöl und Sahne.
So, jetzt haben wir alle Zutaten beisammen. Die Spätzle sind fertig, die Zwiebeln sind richtig gut braun geworden. Dann nehme ich meinen neuen Bräter, bei der ist nämlich Anti-Haftschicht beschichtet, und fülle den nämlich auf. Zuerst mit Spätzle, dann gebe ich wieder Bärlauchpesto hinzu, dann eine Schicht Käse, wieder Spätzle, wieder Bärlauchpesto. Ja, und dann als letzte Schicht natürlich dann nochmal Käse drauf. Zwischendurch würze ich nochmal mit Salz und Pfeffer. Und noch ein paar Chiliflocken kommen auch noch drauf. Bevor jetzt die letzte Schicht an Käse draufkommt, geben wir noch die Zwiebeln mit drauf. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, habe ich vorher 3 Käsesorten verwendet gehabt. Ja, jetzt kommt noch eine 4. hinzu. Und zwar habe ich noch Raclette-Käse übrig gehabt. Und der Raclette-Käse, der ist super geeignet für Käsespätzle. Und die entstandenen Lücken, die füllen wir noch mit dem restlichen Käse auf, dem restlichen geraspelten Käse von vorhin. Mittlerweile haben wir den Ofen jetzt schon auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da kommen jetzt die Kässpätzle für 30 Minuten in den Ofen. Nach der Zeit schalten wir auf Oberhitze und auf 230 Grad. Dann nehmen wir die Kässpätzle heraus und schieben sie eine Stufe weiter nach oben, damit sie schön kross werden. Je nachdem wie ihr die Kässpätzle haben wollt, holt ihr sie nach 5 bis 10 Minuten aus dem Ofen wieder heraus. Denn wenn ihr sie nicht so braun haben wollt, nach 5 Minuten, und wenn ihr es ein bisschen krosser haben wollt, nach 10 Minuten. Das liegt ganz an euch. Aber seht mal, wie meine aussehen. Sehen die wieder mal nicht super lecker aus? Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Stimmt's? Also jetzt auf, jetzt nehmen wir uns ein Stück und geben es auf einen Teller drauf. Und dann probieren wir mal diese super leckeren Bärlauch-Käsespätzle. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr den Bärlauch weglassen, sondern macht ganz einfach ganz normale Spätzle, da habe ich genügend Rezepte schon veröffentlicht und ihr könnt dann Kässpätzle, überbackene Kässpätzle machen. Wie ihr euch vorstellen könnt, aber riecht die ganze Küche nach leckerem Bärlauch, aber sowas von. Also ich hoffe, ihr habt mal wieder richtig Lust bekommen auf so richtig leckere überbackene Kässpätzle. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder, bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.